Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Danke. Okay, gehen wir nach oben? Ja. Gut, ich folge dann. So, jetzt sehen wir uns wieder. Ja. Ist schon ein bisschen her, gell? Ja, 3 Monate. Wie ist es ergangen in der Zwischenzeit? Gut. Beine, alles okay? Ja. Okay, wir haben ja eine ganze Menge schon da behandelt. Haben wir auch einige Fortschritte schon gehabt. Ich würde gerne heute nochmal das Ergebnis angucken, wie wir jetzt gerade sind vom Stand. Ja. Und wenn noch was zu machen ist, dann behandeln wir gerne noch ein Stück weiter. Und ansonsten ist das einfach mal ein Nachkontrolltermin heute. So, dann gucke ich mir das nochmal an hier. Okay, hier haben wir noch, sieht man noch an der Verfärbung, wo behandelt wurde. Hat sich schon mal sehr schön verkleinert. Okay, also hier hatten wir ganz große Verästelungen, ganz große Verschlängelungen, also wirklich fingerdicke Krampfadern. Und das hat sich ja ganz toll zurückgezogen, muss man ja schon sagen. Also ist schon ein tolles Zwischenergebnis. Am Fuß ist es immer ein bisschen kritischer als am Bein, weil wir hier nicht so viel Haut haben. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein, wenn man hier spritzt. Ja, ansonsten bin ich insgesamt schon mal ganz zufrieden. Und wir haben aber auch noch weiche Stellen. Und da werden wir heute noch mal nachspritzen. Ne? Ja. Da gehen wir noch mal rein und lassen noch mal Lösungen reinlaufen. Also hier sieht man schön, ne, die Innenseiten waren sehr stark, sehr dicke Krampfadern in beide Innenseiten. Und man hat ja gerade das Ergebnis gesehen da drüben, dass es total zurückgegangen ist. Ne? Aber hier sieht man nochmal die andere Seite, also ganz dicke Ausbeulungen. Und das ist wirklich toll, wenn man dann so ein Ergebnis hat, wenn man so helfen kann. Weil es belastet dann schon, ne, wenn man das so hat. Ich fühle mich besser, 1000-mal besser. Hier werden wir reingehen. Ja. Pieksen. Und dann haben wir schon die Kanüle gelegt. Wunderbar. Hat es wehgetan? Nein. Nein, ne? Das geht ganz schnell. Muss man mal ein bisschen gucken, wenn es so warm ist, dass es auch schön hält hier. Bis jetzt müsste ich normalerweise die Strümpfe anziehen. Ne? Die Stützstrümpfe, ne? Ja, bei der Hitze. Aber jetzt geht's auch ohne. Ja. Sehr gut. Dann haben wir gut gearbeitet, wir zwei. Haben wir gut gemacht. Sie haben gut gearbeitet. Na, immer zusammen. Wenn man gut verödet hat, dann ist das schon ein Segen für die Patienten, weil die Notwendigkeit, Stützstrümpfe zu tragen, für viele dann komplett entfällt. Und gerade hier bei heißen Temperaturen, bei dem Sommer, ist das wirklich eine enorme Erleichterung, wenn man ohne Stützstrümpfe durch den Alltag kommt. Es ist herrlich, ohne Stützstrümpfe bei dieser Hitze zu laufen. Das kann ich mir denken. So, den Ablauf kennen Sie ja schon. Ja. Ja, viele Ärzte wissen wirklich gar nicht, dass es das gibt. Ja, Ich glaube, gar nicht. Ich glaube, es würden mehr Ärzte empfehlen, wenn sie wüssten, das ist eine Methode, die wirklich schonend ist, die sanft ist und die wirklich funktioniert. Sie sagen mir, falls was brennt, ne, das wollen wir nicht, sondern wir wollen ein krampfendes Gefühl wieder, was schön das Bein hochzieht. Bitte mit der Hand wieder hier abklemmen an der Leiste. Genau. Hier achte ich jetzt drauf, wir haben jetzt hier zum Beispiel in dieser Spritze ist ein bisschen Blut zurückgeflossen. Das kann aufgrund der Lagerung, aufgrund des Blutdrucks einfach mal geschehen. Und da achte ich drauf, dass ich jetzt nicht riskiere, dass es irgendwelche Trompen gibt. Das heißt, den Rest, den spritze ich jetzt gar nicht mehr zurück, sondern das machen wir gleich, ersetzen wir mit einer neuen Spritze, damit die Behandlung auf jeden Fall ganz sicher ist. Also da lege ich immer ganz großen Wert drauf, dass die Patienten immer ganz sicher sind. Man sieht hier sehr gut, wie sich die Vene bzw. die Krampfader hier schon ein bisschen zurückzieht, zusammenzieht und von der Färbung anders aussieht. Also haben wir eine Sofortreaktion, das ist sehr gut. So ist das immer bei braven Patienten, die das machen, was der Therapeut wünscht. Ja, bei mir war es immer. Ja. Und wenn man den Venen und den Krampfadern dann noch fleißig zuflüstert, dann machen die sowieso alles, was man möchte. Ja, dann flüstern sie dazu. Ja. Gar nichts zu spüren an Krampf? Okay. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich gebe nur wieder ein bisschen rein und dann drehen wir das Bein so nach außen. Ne? Je mehr die Krampfadern zugehen, man hat also nur ein gewisses Zeitfenster, je nachdem wie stark die zugegangen sind, kann man dann auch nichts mehr reinspritzen. Was hier sehr positiv ist, also man sieht, die gehen direkt zu bei Ihnen. Jetzt drehen wir das Bein noch ein bisschen, soweit es geht, hier rüber. Ja. Wir wollen jetzt, dass das mit der Schwerkraft
in die Richtung fließt. Ne? Möglichst immer schön nach oben. Je mehr wir das Ganze nach oben verschließen, desto weniger Last haben wir letztlich auch in dem unteren Bereich. Das wäre so der Königsweg, immer oben verschließen und dann den Rest unten noch behandeln. Wie ist es jetzt vom Krampfgefühl? Auch nichts? Also dann sind Sie wirklich so eine Glückspatientin. Ne? Es gibt auch Patienten, ich hatte vorhin noch jemanden da, Wahnsinn. Also bei dem hat es wirklich deutlich stark gekrampft. Und da mussten wir teilweise also die Hälfte von dem nehmen, was Sie jetzt haben, damit es nicht so weh tut. Nein, also ich kann nicht sagen, das tut weh. Ja, da ist, jeder Mensch ist wirklich anders. Ja, ne? Man kann nicht jeden Mensch über den Kamm Damals habe scheren. ich gesagt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn die Venen oder die Krampfadern gehen wollen, ne, dann passiert auch alles, was positiv ist. Die kommen besonders gut raus, die lassen sich super gut, also die Kanüle lässt sich super gut legen und dann tut es auch nicht so weh. Also das ist wirklich, als wenn die sagen, so jetzt heute bitte, ich möchte heute gehen. Wenn sich Krampfadern auflösen, ne, das erlebt man häufig bei Klienten, dass sie anfangen ins Erzählen zu kommen, dass irgendwelche alten Dinge auch verarbeitet werden. Also es ist ganz interessant, es gibt auch Leute, die einen Abschiedsschmerz haben, also bei manchen tut es wirklich mehr weh und dann ist aber auch ganz viel seelischer Ballast weg. Also ganz viel Müll kommt da raus oder auch tatsächlich mal richtig positive Erinnerungen, dass man, wie Sie jetzt gerade sagen, dass man sich an irgendwas von der Kindheit erinnert und da verarbeiten sich Emotionen. Und das finde ich so schön an der Behandlung, weil das auch ganzheitlich ist. Das ist nicht einfach nur mechanisch eine Krampfader wegspritzen, sondern hier gehen wir wirklich auch an die Substanz, denn auch Krampfadern sind ein Ausdruck der Seele, ganz klar. Wie bewegen wir uns, wie ernähren wir uns, bekommt unser Körper die nötigen Baustoffe, um das Gewebe straff zu halten. Wenn das nicht ist, dann leiert eben das Bindegewebe aus, dann leiern auch die Klappen aus in den Venen und dann kommt es zu diesem Reflux, dass letztlich das Blut in den Beinen versackt und dann bekommt man halt schwere, dicke Beine. Ist halt so, ne? Man muss schon Fingerspitzengefühl haben und wissen, so wann ist es genug oder wann darf ich ein bisschen mehr geben, wann darf die Konzentration ein bisschen stärker sein. Ne? Und ich denke, das reicht für heute hier. So, sehr gut. Die Krampfader hat sich komplett nach innen verzogen. Ein besseres Ergebnis kann man gar nicht haben. Frau Boncher, Sie haben mir ja eben gesagt, dass Sie noch in die Stadt wollen, um ein Handtuch zu suchen, richtig? Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich Ihnen eine Freude machen, indem ich Ihnen einfach schon mal eins mit nach Hause gebe. Das ist sehr lieb von Ihnen. Danke. Ja? 1000 Von Dank. Herzen, sehr gerne. Alles Gute nochmal. Gute. Und richten Sie Ihrer Schwester einen guten Gruß aus, ne? Okay. Tschüss, Frau Boncher.